Leute, heute gibt es ein erneutes Video und zwar über alle Fehlinvestments, die ich getätigt habe und wo ich bis jetzt so am meisten Geld verloren habe. Mayday, Mayday! Wir sinken! Aber das ist nicht das Einzige, was abstürzt, denn auch die Preise auf marktgeber.com sinken rapide. Ich kann es nicht glauben, bis zu minus 50%! Limitierte Bundle-Deals vom 30. Juli bis zum 1. August auf marktgeber.com. Bevor wir jetzt loslegen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich habe gesehen, dass über 80% keine Abonnenten sind und ja, wir machen das hier nicht zum Spaß. Ne? Von daher lasst gerne ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Damals hat mich schon jeder in der Firma ausgelacht, weil ich von Louis Vuitton ein Skateboard und dieses Surfbrett gekauft habe. Ich weiß nicht mehr, was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube 3.000 € oder so. Ich war davon fest überzeugt, dass es irgendwie selten ist und tatsächlich werden wir hier mit keinem Plus machen. Also ich glaube, der Verlust wird sich in Grenzen halten, aber schon so 1.000 € oder so wird man hier dran Brand machen. Der Artikel hat sich nicht so entwickelt, wie ich es mir vorstelle. Von daher, falls ihr zufällig für zu Hause ein Surfbrett wollt von Louis Vuitton. Ich muss sagen, guck mal, ich will das Produkt jetzt nicht pushen oder so, aber bitte, hängt euch das so hin, ist doch brutal. Aber naja, das war auf jeden Fall ein Fehlinvest und ich hätte das Geld, gerade was ich in Louis Vuitton investiert habe, doch eher in andere Produkte stecken können. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Artikel. Ach ja, normalerweise sollte das Uhrengeschäft eigentlich leicht sein, ne? Wenn man so Taucheruhren hat, ist eigentlich ein super Business. Aber ich habe eine Ulysse Nardin schon seitdem wir hier eingezogen sind, ziemlich genau. Ich habe die in Zahlung genommen auf eine AP und ich habe das Gefühl, dass wir diesen Marine-Chronograph einfach nicht verkaufen werden. Er ist mittlerweile schon bei minus 50% angekommen vom Listenpreis. Also Geld verdienen werde ich so oder so nicht. Ist eigentlich eine coole Uhr, aber ich hatte damals dem Kunden einen Gefallen getan. So, ne? Ich habe gesagt, ja okay, egal, ich nehme die in Zahlung, ich werde die schon irgendwie los. Und ich hatte quasi 1.000 € Marge übrig gelassen. Ich glaube, aktuell kostet die 8.000 € oder 8.500 € und ich habe die, glaube ich, mit 7.000 € reingenommen. Ne? Ja, ich hätte mal besser 5.000 € angerechnet. Also niemand kauft diese Uhr. Wir haben nicht mal eine Anfrage. Von daher, ja, mal sehen, wie viel Minus ich an der Uhr machen werde. Von daher passt immer auf, was ihr kauft. Manchmal werdet ihr es auch nie los. Ne? Ja, so sieht's aus. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Artikel. Okay. So, hier sind wir beim nächsten Artikel angekommen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, ne? Ein bisschen leiser. Eins der besten Kindheitserinnerungen, die man so hat. Pokémon. Ja, da haben wir auch ein Investment getätigt. Da hat mich in erster Instanz schon jeder für ausgelacht. Und ich bin immer noch die Lachnummer. Und zwar insgesamt haben wir noch 2 Games. Einmal Pokémon, die rote Edition als VGA und Mortal Kombat. Ich glaube, für beide habe ich insgesamt 30.000 € ausgegeben. Und was soll ich sagen? Kann auch jemand mal in die Kommentare schreiben, ist VGA noch so eine Sache? Ich sag mal so, was mir gerade auffällt ist, ich bin einfach zu positiv. Ich denke mir die ganze Zeit, ja okay, lass das doch gesunken sein, aber am Ende, das wird's schon noch. Also, oder VGA? Ich meine... Es wäre echt nicht nötig gewesen, im Livestream 2 zu kaufen. Ne? Damals hatten wir, ich glaube, Wario Land gekauft, das haben wir dann verkauft. Gleich mit Pokémon und dann habe ich noch Mortal Kombat gekauft, weil ich Mortal Kombat auch so gut fand. Am Ende, Pokémon ist Pokémon, rote Edition, erste First Edition. Schreibt mal in die Kommentare, was aktuell so ein Ding wert ist und ob da noch was geht. Und ich toppe mich jetzt ab und dann geht es weiter mit dem nächsten Artikel. Puh. Das nächste ist Quinto Canto oder allgemein gesprochen Tiziana Terenzi. Wir haben sehr viel Geld investiert. Leider wurde ja die Zusammenarbeit beendet und aus dem Grund könnt ihr die meisten Artikel jetzt minus 50% kaufen. Wir haben gerade von dem Hersteller Quinto Canto echt eine super Auswahl. Die einzige Sache ist, die meisten Leute kennen halt diese Düfte nicht. Gerade Mastin zum Beispiel ist ein schon sehr intensiver Oud-Duft, finde ich echt super. Aber auch Arsenico zum Beispiel, einfach ein toller Allrounder. Also von daher, ja, was soll ich sagen? Manchmal trifft man Entscheidungen, jetzt gerade hier, wir haben insgesamt für die Marke über 300.000 € Stock investiert. Bis ich das drehe, das dauert ein bisschen und wenn man jetzt mit der Marke aufhört, dann ist es noch nicht mal eine langfristige Sache. Aus dem Grund, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, wir hatten so eine kleine Meinungsverschiedenheit und werden jetzt mehr oder weniger mit den Produkten aufhören. Die Leute, die davon profitieren, seid am Ende ihr und ihr habt die Möglichkeit, halt gerade die Düfte von Quinto Canto und auch Tiziana Terenzi, Spirito Fiorentino, super krasser Duft. Ich liebe diese Marke, ich meine, selbst unsere Katze heißt Tiziana, aber ja, manchmal passiert das eben so. Von daher Quinto Canto, eins der Invests, die wir wahrscheinlich hätten geringer halten sollen. Ich hätte wahrscheinlich nicht so viel Geld in die Marke stecken sollen, sondern mich eher auf Xerjoff konzentrieren sollen, denn das läuft dann schon deutlich besser. Aber manchmal ist es so und von daher, wenn ihr Lust habt auf was Neues und nicht immer dasselbe kaufen wollt, dann schaut gerne online vorbei.
Und der nächste Artikel ist, ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt gemacht haben, aber das wird schon seinen Sinn ergeben. Der nächste Artikel sind Handyhüllen. Das erste Produkt, was wir damals rausgebracht haben, war diese Kreditkarte mit der Marc Gebauer Optik. Die haben wir eigentlich ganz gut verkauft und danach haben wir diese Pixel-Uhren angefertigt. Die Sache ist, die waren dann doch ein bisschen schleppend und jetzt in der letzten Instanz war es dann dieser Watchman als Handyhülle. Von daher, die sind irgendwie hängen geblieben. Am Ende, wir haben jetzt kein Geld damit verloren, wir haben aber auch kein Geld gewonnen. Und ich würde sagen, wir hauen die einfach jetzt günstig weg. Das heißt, wenn ihr noch eine Handyhülle haben möchtet, dann gibt es darauf minus 50%. War jetzt nicht das übertriebenste Fehlinvest, aber mich stört es halt, wenn ich immer die ganze Zeit da lang gehe und sehe diese Kisten, die wir noch von allen haben. Aber am Ende ist es halt ein schnelllebiges Ding, ne? 13 Mini, wer hat das noch? Aber so ist das. Von daher, jetzt geht's weiter mit etwas Handwerklicherem. Als letzten Artikel haben wir auch eins der ältesten Produkte, die wir in Eigenregie herausgebracht haben, hier zusammen mit Wiha, das Toolkit. Und irgendwie, ja, ich habe gedacht, dass es mehr genutzt wird. Anscheinend keiner von euch wechselt selber die Bandelemente und passt das Ganze an. Hier haben wir ein wirklich schönes Set gemacht mit genügend Drehmoment. Das hat mich immer bei dem Uhrmacherwerkzeug gestört, dass man keinen Griff hat, um wirklich Kraft zu übertragen. Aber wie mir zeigen sollte, kauft es halt keiner. Also davon haben wir wirklich verschwindend wenige verkauft. Es ist nach wie vor ein sehr, sehr guter Artikel, aber wenn die Leute sich so ein Produkt kaufen, haben sie natürlich auch irgendwie eine Hemmschwelle, das Ganze so selber anzupassen, anscheinend. Und deswegen ist es halt immer noch bei uns. Wir hatten damals, glaube ich, 120 Stück bestellt und sind immer noch 50 oder 40 Stück da. Wenn ihr da Interesse habt, schaut mal gerne vorbei. Ich, wie gesagt, passe eigentlich immer selber meine Uhren an, sodass sie auf die Handgelenksgröße passen. Man muss nicht immer zum Konsti laufen. Und ja, das war so der letzte Artikel. Sagt gerne mal in der Beschreibung, ob euch das Ganze gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann bis bald. Ciao, ciao.